Warum gibt's Arima? Wie ist der Hintergrund zu The Isle Legacy? Wer sind die Devs und deren Aufgaben? Und wer vor allem ist dieser Dondi, über den alle reden? Ja, und wie geht's jetzt mit Arima weiter? Das möchte ich heute gern etwas erklären. Und dazu würde ich euch gerne eine kleine Geschichte erzählen. Also holt euch ein kühles Getränk, lehnt euch zurück, dann geht's los. Ja, das waren jetzt echt ein paar sehr interessante Tage, die letzten 2 Wochen. Da gab es sehr, sehr viel Unverständnis gegenüber der Devs. Everybody swarm the forums and let the other players know that it's a scam! Und da ist mir erstmal richtig klar geworden, dass da doch ein wenig Erklärungsbedarf herrscht. Dabei werden wir die Fakten neutral durchgehen und ganz am Ende eine eigene Meinung geben. Also stellen wir uns die Frage, warum ist ein Recode nötig und warum wird Legacy nicht einfach weiterentwickelt? Einer der ersten Coder, die Dondi damals einstellte, nennen wir ihn Coder D, brachte dem Game zwar viele, viele Fortschritte, aber er war letztendlich kein gelernter Coder, hat sich alles selbst beigebracht, was auch eigentlich überhaupt kein Problem war, bis sich dann herausstellte, dass das Coding ziemlich unsauber und undurchsichtig war. Zusätzlich bekam Coder D Stress mit Dondi und dem Rest des Dev-Teams, was letztendlich dafür sorgte, dass er gefeuert wurde und er eine Baustelle hinterließ. Eine Baustelle, in der keiner mehr so richtig den Überblick hatte. Während Coder D inzwischen schon die Pläne für sein eigenes Game schmiedete, ich denke, das Game kennen wir alle, versuchten die The Isle Devs noch alles Mögliche zu retten und patchten zum Beispiel das Skin-System rein, das neue Bleed-System, neue Spezies. Das Problem an der ganzen Sache war, dass mit jedem Patch im Code neue Fehler und Bugs entstehen, die dann aber auch nicht mehr behoben werden können, weil keiner mehr den Überblick hat. Und dazu kommt, dass man auf einem wackeligen, instabilen Grundbaustein nicht weiter aufbauen kann oder sollte. Das heißt, dass Legacy einfach keine Fortschritte machen kann und mit all den Bugs in einer Sackgasse landet. Ab dem Punkt entschied sich das Team, einen kompletten Neustart zu beginnen und damit begann Phase 1 des Recodes. Aber leider lief auch diese Phase nicht reibungslos. Die beiden Hauptcoder des neuen Recodes, Luther und Voss, waren gerade dabei, den neuen Grundbaustein zu bilden, bis Luther das Team aus beruflichen Gründen verließ und Voss wegen einer Chemotherapie nicht weiterarbeiten konnte. Zurück blieb eine angefangene Baustelle. Nun mussten schnell neue Coder her, darunter zum Beispiel die M4 und Philippe. Aber natürlich mussten sich die neuen Coder auch erstmal in die neue Baustelle einarbeiten und konnten dann erst weiter coden. Nun begann Phase 2 des Recodes. In dieser Phase zeigten die Coder, aber auch der Rest des Teams die geplanten Fortschritte. Vieles davon ist aber auch einfach nur Testing und ob es sich jemals implizieren lässt, ist einfach noch nicht sicher und wurde auch nie gesagt. Nun im Frühjahr 2020 stand dann endlich der Netcode und nachdem das QA-Team dann mit den Devs zusammen ein paar Bugs fixen konnte, wurde die erste Version dieses neuen Games released. Arima. Arima ist so gesehen also ein Grundbaustein, auf dem ein neues Game wachsen kann und aufgebaut werden kann. Aber erstmal müssen alle Bugs gefixt werden. Soweit so gut, aber was ist jetzt mit dem Rest des Teams? Die Rede war die ganze Zeit nur von den Codern und vor allem dieser Dondi. Was ist mit ihm? Ich meine, Dondi ist in erster Linie der Founder und der Director des Games. Er kaufte damals ein paar Lizenzen von dem Game The Stomping Land und machte daraus mit einem kleinen Team, The Isle Legacy. Als Director sorgt er natürlich auch dafür, wer ins Team kommt und ist für den Papierkram zuständig. Seine Arbeit als Mapper hat er ja schon öfter in den Livestreams gezeigt, aber ab und zu hat er sicherlich auch mal ein bisschen gecodet. Paradigm ist sowas wie Dondis rechte Hand. Er interagierte in der Vergangenheit viel mit der Community. Das wird er jetzt auch zurückstellen und eher an Punch weitergeben. Paradigm wird sich dann wahrscheinlich mehr aufs Marketing und auf Merchandise konzentrieren. Punch übernimmt jetzt den Großteil des Community Managements. Er interagiert zum Beispiel im Official The Isle Discord mit der Community, kümmert sich um die Mod- und Admin-Rollenverteilung und auch um die Content Creator. Hypno
ist fürs QA-Team zuständig und auch für die Kommunikation zwischen Coder und QA-Team. Das QA-Team checkt vor jedem Release eines Patches einmal kurz ab, welche Bugs da sind, ob man die reproduzieren kann und die dann eventuell auch von den Codern gefixt werden können. Also eine Art Qualitätscheck. Fossor, Philippe und DM4 sind wie gesagt momentan die Coder des Games. Seit kurzem dazugekommen ist noch Amarok. Er kümmert sich aber hauptsächlich um die AI. That's just like, oh no, good enough. Tab und Fred sind Artists, vor allem die Concept Arts von Tab sind ja sehr bekannt. Fred kümmert sich auch um die Ingame-Skins. Ryan ist ein Animator, er zeigt auch immer sehr viel in Streams. Kitten übernimmt den Informationsfluss, sie hat damals auch Phase 2 eingeleitet. Sie macht aber auch den Feinschliff an den Animationen. Visual Tech ist auch neu im Team. Er ist ein Modeler und modelliert vor allem menschliche Gegenstände wie Computer oder Rohre. Auch er zeigt seine Arbeit manchmal in Streams. Dinosauric hat zwar mal eine Map erstellt, aber er ist hauptsächlich für die Sounds zuständig. Bardo ist ebenfalls ein Modeler. Er hat zuletzt zum Beispiel die Trodons und den neuen Herrera modelliert. So, aber wie geht's nun weiter mit Arima? Bevor es überhaupt weitergehen kann, müssen die allerschlimmsten Bugs erst gefixt werden. Ist das der Fall, wird es sogenannte Badges geben. Das sind dann so kleine Content-Pakete, die noch keine feste Reihenfolge haben. Das heißt, was gerade so gebraucht wird dann reingepatcht. Und alle, die sich jetzt fragen, wann kommen diese Badges? Wenn es nach den Devs gehen würde, monatlich. Aber wenn einfach Bugs dazwischen kommen, so wie jetzt, dann kann einfach niemand voraussagen, wie lange es dauert bis zum nächsten Badge. Auch die Devs nicht. Aber gehen wir diese Badges mal schnell durch. In Badge A werden vor allem kleine Spezies thematisiert. Unter den Herbies haben wir zum Beispiel den Homer und den Ava. Die sollen auch relativ ausgeglichen sein und sich auch gut gegenseitig bekämpfen können. Als Kani haben wir hier den Trodon. Er ist nachtaktiv und es wird sich lohnen, in großen Packs unterwegs zu sein. Außerdem soll er mit Hilfe von Gift sogar größere Beute erlegen können, was aber durch den Zeitaufwand dazu führen kann, dass einer aus dem Pack sich opfern muss, da der Hunger wohl sehr, sehr schnell kommt. Badge B möchte den Newters eine etwas abwechslungsreichere Nahrung bieten, indem sie 2 kleine Herbies hinzufügen, wie den Dryo und den Gully, mit denen man als Utah-Jubi natürlich ein paar schöne Kindergarten-Fights machen könnte. Und wie wir es schon aus Legacy kennen, sollen sie durch ihre Agilität selbst für Adult-Utahs eine kleine Herausforderung sein. In dem Badge wird vor allem auch noch vom Kano gesprochen und auch der hat sich kaum verändert. Er bleibt der schnellste, aber auch der unwendigste. Und die Young Adult Kanos sollen auch sehr anfällig für Utah sein, also ja, das kennen wir ja, ne? Badge C ist ein Aquatic-Badge. Hier geht es vor allem um den Bipey als Pflanzenfresser, wobei ich glaube, der sollte auch Omni werden, aber das kommt später vielleicht. Als Kani-Gegenspieler kriegen wir hier den Zuko oder den Barry und den Dino. Die sollen den Bipeys das Ganze ein bisschen spannender in ihrem Lebensraum machen. In Badge D gibt es den Packy und den Diablo und die sollen auch ein ähnliches Verhältnis haben wie in Badge A, der Homer und der Ava. Als Kani gibt es in dem Badge den Zerato und der soll erstaunlicherweise wirklich wie früher werden. Er war nämlich ein Tank und hat viel ausgehalten, hatte aber auch dafür super viel Hunger. Die Besonderheit am neuen Zerato wird aber sein, dass er auch faulige Kadaver essen kann und auch das Fleisch seiner eigenen Spezies. Also ob es bis dahin drin ist, weiß man nicht, aber es soll wirklich mal so sein, dass man halt fauliges Fleisch nicht mehr essen kann und anscheinend auch nicht aus seiner eigenen Spezies, also Kannibalismus soll auch nicht mehr so einfach möglich sein, außer man ist Zerato. Ja, aber das sind momentan die ersten Badges und ich denke mal weitere Folgen mit der Zeit. Nun heißt es eigentlich nur noch warten und ich bin sicherlich auch nicht die geduldigste Person, aber was können wir als Community nun tun, um das Ganze zu beschleunigen? Die Devs bashen und überall Hass verbreiten. Nein, Spaß. Das Ganze ist sogar ein bisschen kontraproduktiv. Stattdessen sollten wir Bug-Reports schreiben. Das geht im Official The Discord eigentlich mega einfach und es hilft dem Game einfach wirklich weiter. Aber das war's jetzt soweit mit den Fakten.
Punkten. Jetzt kommt meine eigene Meinung und da würde ich auch direkt beim Coder D anfangen, denn man muss sich mal vorstellen, nur dank dieser einen Person ist all das nötig, der ganze Recode. Naja, entweder hat er unsauber gecodet oder er hat das Game absichtlich sabotiert zurückgelassen, damit er sich mehr Zeit für sein eigenes Dino-Game verschaffen konnte. Letztendlich war The Isle aber der Verlierer der ganzen Situation. Die Entscheidung für einen Recode fand ich soweit auch wichtig. Das Warten auf den Recode jedoch hat mich dann natürlich auch irgendwann gestört. Aber wenn man bedenkt, dass da zwischendrin einfach die Coder, die das angefangen haben, weggehen und 2 neue her mussten, es ist einfach super unlucky fürs Game und für die Entwickler. Und eine andere Wahl gab es ja auch nicht wirklich. Die Community machte immer mehr Zeitdruck, wollte immer mehr ETAs. Und dann war die erste Version des Recodes tatsächlich spielbar. Everima war am Ende der Content Creator Zeit auch bugfrei. Man konnte es echt super gut spielen. Und dann wurde es public und plötzlich erschienen komplett neue Bugs, die man zuvor auch nie reproduzieren konnte. Memory Leaks waren zum Beispiel nie ein Thema. Und sowas ist halt selbst als Dev schwer vorauszusehen. Ich persönlich muss aber auch sagen, ich hätte vor Release tatsächlich noch das Bleed-System und den Ausdock-Timer mit reingenommen, denn besonders fürs Balancing ist so ein Bleed-System mega wichtig, ne? Also man kann das ja jetzt balancen, wie man will. Später, wenn das Bleed-System reinkommt, muss man das alles nochmal neu machen. Aber dazu muss ich auch sagen, ich bin kein Coder. Ein Informatikmodul auf der Uni. Aber so ein bisschen verstehe ich halt die Arbeit dahinter und wahrscheinlich hat es zeitlich einfach nicht gereicht. Viele Bugs sind vielleicht dazwischen gekommen und das ist was, ne? Also wenn ich eins gelernt habe in dieser Zeit, dann, dass Bughunting sowas von zeitaufwendig und painful sein kann, das ist einfach nicht mehr feierlich. Aber im Großen und Ganzen finde ich, dieser Recode ist eine richtige Sache. Man muss sich vorstellen, während Legacy eine Sackgasse war, stehen nun wieder alle Wege offen und ja, ich finde, das ist schon eine ziemlich große Bedeutung für das Game. Und noch ein Punkt, den man nicht ganz vergessen sollte. Everima ist gratis. Andere Entwickler hätten daraus vielleicht ein bezahlbares DLC oder gar ein neues Game machen können. Aber nein, Everima ist für alle gratis. Es wird uns so gesehen geschenkt. Aber nun, lasst uns ein bisschen Geduld mitbringen. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns dann im nächsten Stream oder Video oder in den Kommentaren. Bis dann. Ciao.